Die Verarbeitung von Lebensmitteln hat seit jeher eine besondere Bedeutung für die Menschheit. Heute beschäftigen wir uns mit einem Produkt, was eher unscheinbar ist, auch nur einen kleinen Anteil in der gesamten Anlage hat. Es dreht sich um die Dichtungen. Dichtungen, die garantieren, dass die Anlage läuft. Wenn sie versagen, kommt es zu Stillstandszeiten, zu Verlust, zu Zeitverzug, einfach auch zu Stress. Dichtungen in der Lebensmittelindustrie müssen besonderen Anforderungen genügen. Internationalen Regelwerken, die dafür sorgen, dass die Dichtungen sauber sind und damit auch das Lebensmittel sauber halten. In der heutigen Zeit ist es so, dass wir andere, veränderte Bedingungen haben. Gucken wir uns vegane Lebensmittel an. Milch, die nicht mehr von der Kuh kommt, sondern aus Mandeln oder aus Sojabohnen gewonnen wird und damit auch abrasive Partikel mitbringt, die im Flüssigkeitsstrom wie Sandpapier auf der Dichtung wirken. Auf der anderen Seite haben wir es nicht mehr mit der Familienbrauerei zu tun, wie vor 50 Jahren, sondern mit Brauereien, die Tag und Nacht Getränke abfüllen. Nicht nur ihr Bier, sondern auch Mineralwasser, Limonaden oder Energydrinks. Dabei geht es um Aromaverschleppung. Aromen, die in unseren organischen Medien gespeichert werden und mit der nächsten Charge wieder abgegeben und damit vielleicht den Geschmack des Lebensmittels verändern. Das muss unter jedem Umstand vermieden werden. Und hier gilt es anzusetzen. Wir brauchen hier die richtigen Technologien. Aber genau da passt doch unser Ansatz Beyond Service. Es geht doch darum, den Kunden zu verstehen. Und wenn wir den Kunden verstehen, dann können wir letztendlich daraus die richtigen Applikationen und Dichtungen entwickeln. Und das machen wir ja. Reden mit Kunden, mit Endkunden, mit Anlagenbetreibern, mit Servicekräften und so weiter, um genau zu verstehen, was unsere Kunden eigentlich brauchen und was sie wollen. Weil am Ende ist es doch relativ einfach. Wenn eine Anlage läuft, verdient sie ihr Geld. Wenn sie steht, haben wir ein Problem. Das heißt also, dieser komplette Ansatz von A bis Z den Kunden zu betreuen, sei es von der Anfrage, der Auslegung, genau zu verstehen, was der Kunde braucht. Vielleicht manchmal gar nicht, was er will, sondern was er braucht. Um dann in die Beratung zu gehen, das Teil zu entwickeln, das Teil entsprechend auszulegen und dann zu beliefern. Und zwar auch in der Art und Weise, wie es der Kunde will. Sei es eine einzelverpackte Version, sei es eine geschüttete Version, die der Kunde genau so zuführen kann und benutzen kann, wie er es in seinem Bereich braucht. Im Service, im Anlagenbau und so weiter. Es ist genau das Thema, was wir brauchen, um dem Kunden die Lösung zu bieten, die ihm hilft, besser zu werden. Und seinen Kunden wiederum das gute Produkt anzubieten. Und mit diesem Ansatz bedienen wir auch den italienischen Markt. Jeder kennt Italien als Land des Genusses, der Gastronomie, aber bietet auch ganz viele Hersteller von Maschinen, von Komponenten. Und die betreuen wir vor Ort mit italienischen Account Manager, die bestens unsere Strategie, unsere Technologie kennen. Denn es ist ganz wichtig, wir müssen von Anfang an bei der Entwicklung neuer Produkte dabei sein. Eine Dichtung im Nachhinein zu entwickeln, ist sehr schwierig und fehleranfällig. Wir betreuen unsere Kunden von Anfang an. Wir liefern nicht nur Dichtungen, wir entwickeln neue Dichtungen mit unseren Kunden, parallel und integriert in der Entwicklung neuer Produkte unserer Kunden. Und das sichert dann auch einen technologischen Vorsprung für die Dichtung, aber für die gesamte Anlage. Da wird auch die Dichtung verkauft. Das ist wichtig, dass diese Dichtungen alle regulatorische, funktionelle, natürlich auch kaufmännische Anforderungen erfüllt. Wie du sagst, wir müssen relativ früh eng mit dem Kunden zusammenarbeiten. Auf der technischen Seite, aber auch in der Vertriebsseite, sodass die verschiedenen Fakultäten zusammen dann das beste Ergebnis liefern. Nur so können wir in Zukunft den steigenden Herausforderungen gerecht werden und bessere, zukunftsfähige Produkte entwickeln. Freudenberg. Innovating Together.